Ja, ich tue mir, glaube ich, immer ein bisschen schwer, das zu beschreiben, was Ella und ich für eine Beziehung haben. Aber ich glaube, ich sehe sie jetzt nicht als, weiß ich nicht, Familienersatz oder so, sondern sie ist für mich naja, wie soll ich das beschreiben? Es ist nicht direkt ein Familienmitglied, aber es ist auch kein Arbeitsgerät, es ist sowas dazwischen. War's das schon? Jawohl. Ich bin die Leitung der Hundestaffel. Also ich habe da so den Hut auf, darf da Dinge entscheiden. Und ich bin zusätzlich auch noch Ausbilderin. Also ich bilde auch Rettungshunde aus und Rettungshundeteams. Also Ella habe ich 2016 gefunden im Internet bei einem Tierschutzverein und im Januar 2017 kam sie dann. Da war sie circa 5, 6 Monate alt. Sie ist schon von Anfang an, wie sie bei mir war, auch in der Hundestaffel aktiv. Mal sehen, ob das geklappt hat. Mausi? Wo ist der Dummy? Hast du Bock? Lost. Also sie zu veräppeln hat ganz gut funktioniert. Sie klappert jetzt erstmal das alles ab, wo ich hingelaufen bin. Dann gucken wir mal, ob sie den findet. Der ist halt relativ klein und ich habe ihn ein bisschen hochgehangen. Gucken wir mal. Jetzt hat sie kurz rückgefragt und ich habe einfach nichts gesagt, weil ich ihre Selbstständigkeit fördern will und nicht zu viel vorsagen will. Ganz toll! Gibt natürlich von hinten immer Feedback. Jetzt fragt sie wieder. Ganz toll, prima. Und wenn sie sich entschieden hat, ohne Hilfe weiterzusuchen, gibt es auch ein Feedback von mir. Jawohl, super, Schatz. Ganz klasse. Hast du toll gemacht. Also sie merkt, dass es ein Training ist, alleine, weil es gibt schon so bestimmte Rituale, die sich über die Jahre aufgebaut haben. Also sie kennt schon die Trainingsutensilien, wenn ich sie zu Hause einpacke, da weiß sie schon, jetzt ist Training. Das ist immer dieselbe Tasche, es sind immer die gleichen Leckerlis oder die gleichen Belohnungsbeutel. Sie merkt da schon, dass es gleich losgeht. Und es ist beim Training so, dass wir auch Rituale haben. Es ist immer dieselbe Leine, es ist immer dasselbe, die haben so eine Kenndecke an, damit sie erkennbar sind, dass es Rettungshunde sind. Und alleine daran können die schon unterscheiden, das ist jetzt Arbeit und nicht mehr Privatvergnügen, durch die ganzen Rituale einfach. Und dann bringt man den Hunden Schritt für Schritt bei, dass sie Menschen suchen müssen. Und bei uns in der Arbeit, wir haben sogenannte Flächensuchhunde, die suchen halt einfach den generellen Geruch Mensch. Das heißt aber, dass wenn wir einen Einsatz tagsüber haben, irgendwo in einem Wald, dass wir auch mal jemanden finden können, den wir jetzt nicht finden wollten, sondern der da halt einfach Pilze sammeln war. Prima. Ja, klasse. Tolle Maus. Super. Also ein gutes Team ist für mich, wenn sie Spaß haben. Also Rettungshundestaffel ist ein sehr zeitintensives Hobby und das kann man nicht nur mit halbem Herzen machen, da muss man voll dabei sein. Und man muss immer im Kopf haben, dass man das nicht nur für den Hund macht, sondern dass es eine wirkliche Teamarbeit ist. Und wenn die Leute, die Hunde, so wie der Hundeführer oder die Hundeführerin motiviert sind, Spaß dabei haben, es ohne äußere Zwänge machen, das wäre für mich so das ist so für mich das perfekte Team, wenn Hund wie Hundeführer, Hundeführerin einfach motiviert sind und Spaß dabei haben und sich aber gleichzeitig bewusst sind, dass es nicht einfach nur ein Hobby ist, sondern auch ein Ehrenamt, wo was dahinter steckt. Also wir sind da, um mehr oder weniger auch Leben zu retten. Es gibt nicht den Einsatz, der mir im Kopf geblieben ist, es sind aber die ganzen Einsätze, wo es darum geht, suizidgefährdete
Menschen oder Personen zu suchen, das sind die, die tatsächlich einfach immer so ein bisschen anders sind als andere Einsätze. Steckt schon dahinter, es muss alles ein bisschen schneller gehen, weil man ja verhindern will, dass der Mensch das macht. Und da sind so viele Gefühle und Emotionen dabei und Aufregung. Und man wünscht sich natürlich immer, dass das gut ausgeht. Und es steckt halt einfach eine ganz andere Verantwortung und ganz andere Druck dahinter, dieses Ehrenamt auszuüben. Für die Hunde ist es tatsächlich einfach nur Spaß. Also die haben jetzt nicht so das Gefühl, dass das Arbeit ist, sondern für die ist es cool, das was mit den Menschen zu machen. Die bekommen eine Belohnung dafür und die haben einfach Spaß und Freude daran. Und das finde ich meine, die fühlen, ich glaube, die bekommen schon mit, dass es ein Unterschied ist, ein bisschen zwischen Training und Einsatz, weil wir Menschen was ganz anderes ausstrahlen. Aber schlussendlich ist es so, dass sie trotzdem immer noch dasselbe machen wie im Training. Ja, und sie einfach da genauso viel Ansporn haben und Drang haben, da zu suchen und zu finden, weil sie es einfach voll über Spaß mitbekommen haben, was sie da machen sollen. Ich finde es auch spannend, also dass sie eigentlich fast nicht unterscheiden, sondern es für sie ist einfach nur Spaß. So, hab dich lieb. Ha, los geht's.